Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Heute ist Montag und das bedeutet, es ist Zeit, über die Ereignisse der vergangenen Woche in Russland, Kalenderwoche 26, zu berichten. Also, wenn ihr euch wirklich für das Alltagsleben in Russland interessiert, bleibt bitte dran. Los geht's! Der digitale Rubel. Was kommt auf uns zu? Der russische Rubel bekommt eine dritte Form. Neben dem Bargeld und dem Guthaben auf Bankkonten plant die Zentralbank die Einführung des digitalen Rubels. Der digitale Rubel ist keine Kryptowährung und kein Spekulationsobjekt. Es handelt sich um die gleiche staatliche Währung wie der Bargeld oder Buchrubel, nur in digitaler Form. Alle drei Varianten sind gleichwertig. 1000 Rubel bleiben 1000 Rubel, egal ob in der Hand, auf dem Konto oder in der digitalen Geldbörse. Der digitale Rubel soll in erster Linie für Zahlungen und Überweisungen genutzt werden. Kredite oder Sparkonten in digitalem Rubel wird es nicht geben. Ein wesentlicher Vorteil: die Nutzung des digitalen Rubels soll ohne Bankgebühren und ohne Zahlungslimits möglich sein. Schnell, einfach und transparent. Ab dem 1. September 2026 sind die größten Banken des Landes verpflichtet, ihren Kunden Transaktionen mit dem digitalen Rubel zu ermöglichen. Ebenfalls ab diesem Zeitpunkt müssen große Handelsunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen Rubel die Zahlung in digitaler Form akzeptieren. Für andere Banken und Händler gelten gestaffelte Fristen. Diese Fristen wurden nach Rücksprache mit Marktteilnehmern und zuständigen Behörden festgelegt. Sie sollen den Banken und Handelsunternehmen genügend Zeit zur technischen Umstellung geben. Die Bezahlung mit digitalem Rubel wird über einen einheitlichen QR-Code erfolgen. Alle Banken müssen ihre Systeme bis zum 1. September 2026 entsprechend vorbereiten. Die konkreten Fristen für die Anbindung der Händler wird der Vorstand der Zentralbank noch festlegen. Abtreibungsverbot. In der Region Kurgan wurden neue Fachkräfte eingeführt, die Frauen dabei helfen sollen, keine vorschnellen Entscheidungen über einen Schwangerschaftsabbruch zu treffen. Laut der Regionalregierung arbeiten in den örtlichen Krankenhäusern jetzt Spezialisten, deren Aufgabe es ist, Frauen zu unterstützen, wenn ihnen ein Abbruch ohne medizinische Indikation nahegelegt wird. Wenn einer Patientin ohne klare medizinische Gründe ein Schwangerschaftsabbruch empfohlen wird, hilft der neue Spezialist dabei, eine offizielle Beschwerde zu formulieren und an das Gesundheitsministerium der Region Kurgan weiterzuleiten. Dort wird dann entschieden, welche Maßnahmen ergriffen werden. Seit November 2024 gilt in der Region ein Gesetz, das das Drängen zu Abtreibungen verbietet. Die Duma-Abgeordnete Tatjana Butskaja erklärte, dass ähnliche Maßnahmen auch auf Bundesebene diskutiert werden. Zunächst wolle man jedoch Erfahrungen aus den Regionen auswerten. Laut Butskaja soll das Gesetz die Arbeit der Ärzte nicht behindern, sondern Frauen vor unerwünschtem Einfluss schützen. Illegale Migration. Die von der Staatsduma verabschiedeten Gesetze gegen illegale Migration zeigen erste Wirkung. Das erklärte der Vorsitzende des russischen Parlaments, Vyacheslav Volodin. Seinen Worten nach beginnen die neuen Maßnahmen bereits, die Lage spürbar zu verändern. Das Gesetz wirkt, so Volodin. Er erinnerte daran, dass seit 2024 bereits 16 Gesetze zur Bekämpfung illegaler Migration verabschiedet wurden. Diese Regelungen bilden heute die Grundlage für das Handeln der Sicherheitsbehörden. Die meisten dieser Initiativen stammen direkt von den Abgeordneten. Zuvor hatte Volodin außerdem angekündigt, dass Bildungseinrichtungen künftig Daten über Kinder von Migranten an das Innenministerium weiterleiten werden. Gesetze für Ärzte. In Russland wurde vorgeschlagen, medizinisches Personal von der Verantwortung für einen bestimmten Verstoß zu befreien, nämlich für Sachschäden in Notsituationen. Die Initiative stammt von der Senatorin Natalia Kosichina. Ihrer Meinung nach
sind es oft die Ärzte und Rettungskräfte, die als Erste am Einsatzort eintreffen und schnell handeln müssen, noch bevor Feuerwehr oder Polizei eintreffen. Manchmal bleibt keine andere Wahl, als eine Tür einzutreten, ein Fenster einzuschlagen oder eine Schranke zu durchbrechen. Kosichina betonte, dass solche Schäden im Rahmen der staatlichen Versicherung ersetzt werden können. Doch verlorene Zeit in einem kritischen Moment kann ein Menschenleben kosten. Die Senatorin ist überzeugt, mit einem solchen Gesetz können Ärzte schneller und entschlossener auf Notfälle reagieren, ohne Angst vor rechtlichen Konsequenzen wegen beschädigten Eigentum. Sprachtest für Migranten. Bereits ab dem Jahr 2026 könnte beim Sprachtest für Migranten in Russland ein mündlicher Teil eingeführt werden. Das kündigte der Leiter der Aufsichtsbehörde für Bildung Ansor Musaev an. Ihm zufolge wurde bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich intensiv mit diesem Thema befasst. Wir arbeiten aktiv daran und planen, Anfang nächsten Jahres einen Vorschlag zur Diskussion vorzulegen, sagte Musaev. In Russland gibt es bereits Erfahrung mit mündlichen Prüfungen, etwa im Rahmen des einheitlichen Staatsexamens in Fremdsprachen. Doch für ein entsprechendes Testformat im Russischtest für Migranten müssen noch einige Fragen geklärt werden. Dabei gehe es unter anderem um die Bewertung, den Einsatz von Fachpersonal und die zügige Bearbeitung der Ergebnisse. Das Ziel sei es, das Verfahren so effizient wie möglich zu gestalten, betonte Musaev. Putin und Zelensky. Ein persönliches Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky, wird wohl in nächster Zeit nicht stattfinden. Das sagte Alexei Tschepa, stellvertretender Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses der Staatsduma. Seiner Einschätzung nach braucht es dafür vor allem eines: eine Annäherung der Friedensmemoranden beider Länder. Solange es dabei keine Fortschritte gibt, mache es ein solches Treffen wenig Sinn. Interessant ist auch, was der türkische Präsident Erdogan kürzlich verriet. Laut ihm habe Donald Trump seine Bereitschaft signalisiert, an Gesprächen über die Ukraine teilzunehmen. Allerdings nur, wenn auch Wladimir Putin mit am Tisch sitzt. Erdogan erklärte zudem, er wolle ein Treffen zwischen Putin und Zelensky in der Türkei ermöglichen. Und auch von Seiten der NATO kommt Gegenwind. Der neue Generalsekretär Mark Rutte äußerte Zweifel an den möglichen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul. Aus seiner Sicht seien solche Treffen nicht ernst zu nehmen. Die NATO wolle Kiew weiterhin militärisch unterstützen, mit dem Ziel, dass die Ukraine bei künftigen wirklich ernsthaften Verhandlungen eine möglichst starke Ausgangsposition hat. Vornamen für Neugeborene. In Russland wird derzeit darüber diskutiert, eine offizielle Liste zulässiger Vornamen für Neugeborene einzuführen. Das erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Familie, Vaterschaft, Mutterschaft und Kinderschutz, Tatjana Butskaja. Laut ihr wurde die Arbeit an einem entsprechenden Gesetzentwurf bereits aufgenommen und die Abgeordneten seien entschlossen, das Projekt bis zum Ende zu bringen. Doch es gibt Hürden. Bisher konnte kein Wörterbuch gefunden werden, auf das man sich bei der Erstellung der Namensliste stützen könnte. Hinzu kommen weitere Herausforderungen. So gibt es Vornamen, die sowohl männlich als auch weiblich sein können. Die Frage ist wirklich kompliziert, sagte Butskaja. Sie hoffe jedoch, dass in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss eine Lösung gefunden werde. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich haben euch diese Nachrichten gut gefallen und ich wünsche euch alles Gute für den Alltag. Wir sehen uns bald wieder in meinen neuen Videos auf YouTube-Kanal. Bis dann, tschüss!